Moin und willkommen zu den PCGH News. Die GeForce 3080 ist im Gespräch, Gamer ziehen beim Grafikkartenkauf gegen Bots den kürzeren, AMD-CEO Lisa Su spricht begeistert über die RDNA 3 Roadmap und neue Gerüchte über Nvidias Ampere-Modell machen die Runde. Nicht nur Intel und AMD äußerten sich zuletzt öffentlich über die Aussichten für 2022. Auch Nvidia sprach über die Zukunft. Wird das Grafikkartenjahr 2022 ähnlich freudlos wie 2021 oder gibt es Hoffnung? Rückblickend auf 2021 muss man festhalten, das Preisgefüge bei Grafikkarten ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Wenn 1.600 € für eine RTX 3080 und damit ein Aufpreis von 130% auf die UVP von Webseiten als Schnäppchen gefeiert werden, braucht es schon sehr viel Fantasie, um der Logik folgen zu können. Kaum besser ist, wenn eine 3 Jahre alte Karte wie die RTX 2060 mit nur 6 GB VRAM heute zum doppelten Preis der damaligen UVP angeboten wird. Aber wie stehen die Aussichten für das anstehende Jahr 2022? Nvidia CFO Colette Kress hat einige Antworten auf teilweise unbequeme Fragen zu Grafikkarten parat. Grundsätzlich will sich Kress für 2022 nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Gerade die Nachfrageseite lässt sich demnach kaum vorhersagen. Auch wenn Nvidia davon ausgeht, dass die Nachfrage stark ist. Die Angebotsseite ist da schon konkreter, denn im Moment seien die Lagerbestände der Vertriebskanäle sehr gering. Nvidia wird aber weiter Maßnahmen ergreifen, um ein größeres Angebot zu schaffen. Auch noch im aktuellen 4. Quartal 2021. Erst im 2. Halbjahr 2022 werde man aber in einer besseren Situation beim Angebot sein. Mittlerweile arbeitet man sehr langfristig daran, ein besseres Angebot zu schaffen. Langfristig bedeutet das auch, dass man Verträge abschließt, die den Kapazitätsbedarf über viele Jahre hinweg abdecken. Wenn das Weihnachtsgeschäft vorbei ist, können Sie besser abschätzen, wann Nvidia in der Lage sei, Angebot und Nachfrage zu stabilisieren. Doch wie kann sich Nvidia überhaupt beim Thema Preise einbringen, was für viele Spieler wichtiger ist? Die Antworten von Kress sind teilweise ernüchternd und echt nichts Neues. Nvidia könne die allgemeine Preisgestaltung auf diesem Markt nicht beeinflussen. Man könne lediglich den Preis kontrollieren, zu dem die Karten oder GPUs an die Bordpartner oder OEMs verkauft werden. Den Rest macht der Markt. Nvidia würde diesen Preis gerne wieder senken. Das lässt sich nur erreichen, wenn wir ein vernünftiges Angebot auf dem Markt bereitstellen, im Gegensatz zu den geringeren Mengen, die wir heute haben. Und wie sieht Nvidia die Gefahr durch Kryptomining auf normalen Gamer-Grafikkarten? Kress verweist hier auf die LHR-Karten von Nvidia, die durch CMP-Produkte ergänzt werden. Diese LHR-GPUs funktionieren nur mit den offiziellen Game-Ready-Treibern. Nvidia kenne die Berichte über Software, die teilweise die Kryptoleistung der LHR-Karten verbessern. Allerdings wäre sie nicht in der Lage, die Leistung vollständig wiederherzustellen. Man werde die Entwicklung am Markt weiterhin sorgfältig beobachten. Wer im vergangenen Winter gehofft hat, die Lage am Grafikkartenmarkt könnte sich bis zum Weihnachtsgeschäft 2021 entspannt haben, sieht sich aktuell mit einem Wüstental der Tränen konfrontiert. Aktuelle GPUs gibt es nirgendwo mehr zu humanen Preisen zu kaufen. Dank der Scalper. Die Redaktion von The Verge hat sich auf Spurensuche begeben und mit 2 Menschen gesprochen, die es wissen müssen. Larry und Stu, den Gründern von Falcodrin Stock Alerts, einer Webseite, die ihre Besucher benachrichtigt, sobald ein Händler die Grafikkarte der Wahl auf Lager hat. Ihr Fazit: Die Warteschlangensysteme der Händler sind Teil des Problems und entfachen einen regelrechten Botkrieg, weil die Bots die Warteschlange schlicht umgehen können. Gegenüber The Verge sagt Stu, dass die Systeme, die zur Entlastung der Server eingerichtet wurden, normalen Nutzern den Kauf erschweren. Die Bots umgehen die Warteschlange und gehen direkt zum Checkout, ohne überhaupt die Webseite zu besuchen. Händler haben dort Warteschlangensysteme implementiert, die die Masse an Netzwerkverkehr reguliert. Jedoch kaufen die Bots durch die Hintertür alles leer, während die Kunden noch immer auf dem Parkplatz stehen. So treiben Bots und Scalper die Preise der Waren nach oben und sorgen für größere Gewinne. Manche Händler freut es sogar, weil sie große Mengen mit weniger Versand verschicken können. Wir befinden uns an einem Punkt, an dem wir selber Bots entwickeln, weil viele der Händler so schlimm sind, so sehr mit Bots verseucht, dass wir Auto-Checkout-Tools entwickeln müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Einfach nur, um an den anderen Bots vorbeizukommen. Es ist ein Botkrieg, sagen die beiden im Interview mit The Verge. Auf die Frage, wie Gamer aktuell am besten an Grafikkarten kommen können und wie sie dabei vorgehen sollten, raten Larry und Stu, dass wir uns von dem Wunsch verabschieden müssen, GPUs zum Retailpreis zu kaufen. Außerdem sollen Gamer weiterhin einen langen Atem haben und einfach auf der Lauer bleiben. Im Gegensatz zu Gelsinger, der erst seit Anfang 2021 CEO bei Intel ist Lisa Su schon seit 2014 bei AMD auf dem Chefsessel und darf auf eine beeindruckende Entwicklung vor allem in den letzten 3 Jahren zurückblicken.
Genau wie Gelsinger sprach Su im Rahmen der Credit Suisse Technology Conference über die Ambitionen ihrer Firma. Auch für AMD gibt es selbstbewusste Prognosen und interessante Aussagen zur Roadmap. Su wurde natürlich zuerst gefragt, wie AMD es geschafft hat, angesichts der Lieferknappheit in der Halbleiterindustrie ein so gutes Geschäftsergebnis hinzulegen und wie die Aussichten für die kommenden Quartale aussehen. Laut Su war AMD sehr aggressiv, um sicherzustellen, dass man mit den Partnern in der Lieferkette zusammenarbeitet. AMD investiert weiter in Kapazitäten, sogar im Zeitraum der nächsten 3 bis 4 Jahre. So werde man auch 2022 weitere Kapazitäten aufgebaut haben. Und gerade bei der Roadmap für 2022, die im Januar für die CES vorgestellt wird, geht es frontal gegen Intel. AMD möchte der Beste sein und die Führungsposition anstreben, ob PC, Gaming oder Rechenzentren. Gerade bei Notebooks habe man in den letzten 4 bis 5 Quartalen enorme Fortschritte gemacht. Zumindest im Grafikkartenmarkt habe AMD aber noch ein paar Schritte vor sich. Man habe hier viele Erkenntnisse der CPU-Roadmap übernommen und zumindest in die GPU-Roadmap für Rechenzentren einfließen lassen. Doch wie entwickelt sich AMD beim Thema Raytracing weiter, wo Marktteilnehmer Nvidia noch immer deutlicher vorne sehen? AMD sieht eine sehr gute Entwicklung bei der Roadmap für Desktop-Grafikkarten. Mit RDNA habe man erst begonnen und die Fortschritte bei Leistung pro Watt und Leistung insgesamt sei extrem gut. Das Angebot im Jahr 2021 war begrenzt, obwohl man die Kapazitäten in den letzten Quartalen erhöht habe und sich sehr bemühe, dass die Grafikkarten an Spieler und den Einzelhandel gehen und nicht an Kryptominer. Gerade die Entwicklung der Next-Gen-Konsolen, SoCs, habe man viel für andere Geschäftsbereiche gelernt und daher haben sich auch die architektonischen Fähigkeiten der Grafikkarten weiterentwickelt. Die Produktion für PS5 und Xbox Series SX werde weiter hochgefahren, da 2022 ein weiteres starkes Wachstumsjahr für Konsolen sein wird. 2023 könnte dann der Höhepunkt im Lebenszyklus erreicht werden. Es ist schon seit einigen Tagen die heißeste Suppe in der Gerüchteküche, dass bei Nvidia Anfang des kommenden Jahres gleich mehrere neue Ampere-Modelle erscheinen sollen. Dabei scheinen sich Nvidia für die neuesten GeForce-Karten einen engen Zeitplan aufgelegt zu haben. Die GeForce RTX 3050 8 GB soll am 4. Januar vorgestellt werden und ab dem 27. Januar verkauft werden. Die GeForce 3070 Ti 16 GB soll am 17. Dezember vorgestellt werden und ab dem 11. Januar verkauft werden. Die neue GeForce RTX 3080 12 GB hat bislang noch keinen Termin in der Gerüchteküche und die GeForce RTX 3090 Ti soll ab dem 27. Januar verkauft werden, aber hat noch keinen genauen Ankündigungstermin. Dabei gilt, dass nicht jedes Modell auch wirklich groß angekündigt werden muss. Die GeForce RTX 2060 12 GB wurde einfach in die Freiheit entlassen, wird aber mangels lieferbarer Produkte als Papierlaunch angesehen. Alle genannten Karten werden als ergänzend zum Portfolio eingeschätzt. Sie ersetzen also wahrscheinlich keine Modelle, sondern füllen das Programm weiter auf und besetzen Lücken zwischen dem Leistungs- und Preisangebots des Ampere-Portfolios. Inwieweit die neue Ware besser verfügbar sein wird als das bisherige Programm, lässt sich schwer einschätzen. Eine plötzliche Wende bei der Verfügbarkeit soll aber nicht erwartet werden und damit auch keine Entspannung an der Preisfront. Im Einstiegsbereich um die GeForce RTX 3050 könnte es dahingehend spannend werden, weil Intel und AMD neue Modelle bringen sollen. Die ARC A380 und die Radeon RX 6500 XT. Es hieß im Vorfeld aber, dass die GeForce RTX 3050 die generell etwas stärkere Grafikkarte sei. Sie wäre damit kein direkter Gegner zu den beiden anderen Produkten, aber mangels kleinerer GeForce-Modelle eben Nvidias Einstiegsangebot. Die PCGH-News finden hier wieder ein Ende. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hast du den Daumen oben, wird man dich loben. Ihr wisst, was zu tun ist. Außerdem freuen wir uns auch über ein Abo. Lasst es euch gut gehen und bis bald.